Okay, dem Herrn befohlen. Danke. Guten Morgen, Pastor Tim hier von Baptisten Gemeinde Hamburg-Stellingen. Und wir denken heute an die Kreuzigung unseres Herrn Heilandes Jesus Christus an diesem Karfreitag, dem 10. April 2020. Also wir werden beten und dann unser Bibeltext, Hauptbibeltext ist Hebräer 2, Vers 9 heute. Hebräer 2, Vers 9. Möchten allerdings ein paar Leute gratulieren. Elsa Sanchez hatte am 6. Geburtstag gehabt und wir grüßen Elsa zum Geburtstag nachträglich. Heute hat Alexandra Pinsel Geburtstag und wir grüßen Alexandra und wünschen dir, auch Elsa, beide Gottes Segen zum Geburtstag, Alexandra, und auch Elsa wünschen wir das auch nachträglich. Und wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Lasst uns zusammen beten, bevor wir unseren Bibeltext heute an diesem Karfreitag zusammen betrachten. Wir neigen uns. Geliebter himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Lehre uns daraus. Danke, Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast, der in die Welt gekommen ist, als Knecht gelebt hat und in Trauer, aber auch zum Kreuz ging, freiwillig, um meine Sünde, unsere Sünden zu tilgen mit seinem vergossenen Blut und zu sterben an unserer Stelle. Und heute am Karfreitag, wir würden so gerne zusammen Abendmahl feiern, aber wir freuen uns, dass wir zusammen dein Wort betrachten können heute in dieser Ausnahmesituation, wo wir uns befinden. Und danke für Christus Jesus, der unser Herr und Heiland ist, der sein kostbares Blut am Kreuz vergossen hat. Danke, Herr Christus, dass du das getan hast. Und das hast du dein Leib, dein Leben geopfert für uns an unserer Stelle am Kreuz Golgatha. Und begraben wurdest du, unsere Sünden hinwegzutragen. Auferstanden bist du am 3. Tag zu unserer Gerechtigkeit, die wir an dich glauben. Ja, danke für dein Wort. Sprich zu uns daraus. In Christus Namen beten wir. Amen. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. Lesen wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Ja, der Tod Jesus Christus. Was hat Jesu Tod am Kreuz für dich und für mich zustande gebracht? Was hat das bewirkt? Ja, wir möchten heute 6 Auswirkungen des Todes Jesus hier betrachten an diesem Karfreitag. Zuerst, Jesus Christus schmeckte den Tod für dich. Er starb für dich. Es steht da in unserem Text in Hebräer 2,9, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Du hast den physischen Tod und den zweiten Tod verdient, weil alle Menschen, wir alle haben das verdient, weil alle Menschen Sünder sind. Und so haben wir das verdient. Es steht in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Auch da in Kapitel 6 von Römer 3, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. So haben wir den leiblichen Tod sowie auch den ewigen Tod verdient. Entweder müssen wir alle bestraft werden, oder jemand muss stellvertretend für uns bestraft werden. Und das Wort in unserem Text schmecken, was heißt das? Das heißt durch und durch kennenlernen, ist was Jesus getan hat. Durch und durch kennenlernen und etwas Anteil haben oder tatsächlich das hautnah, also
erfahren. Christus hat den Tod, den physischen Tod und auch den geistlichen Tod, also diese Trennung vom Vater, als er schrie, wieso hast du mich verlassen? Gott hat ihm den Rücken zugedreht, als die Sünde wurde am Kreuz für dich und für mich und den Tod, die Trennung vom Vater, die geistliche Trennung erlebt, als die Sünde für uns trug und Sünde für uns wurde. Ja, und durch hat den Tod erfahren für dich und für mich. Ja, in Jesaja 53,6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ja, weil Christus den Tod in allen Formen geschmeckt hat, müssen wir den zweiten Tod nicht erfahren. Preist seinen Namen dafür. Er sagte, Johannes 8,52, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Ja, leibliche Tod können wir erleben, und wenn der Herr zögert, werden wir das erleben, aber Tod in die Ewigkeit nicht, wenn wir an ihn glauben. Ja, Jesus Christus schmeckte den Tod für dich. Zweitens, er starb stellvertretend für dich. In Römer 5,8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Wort für, also für uns gestorben ist. Für bedeutet anstelle von, also stellvertretend starb er für uns. In Jesaja 53,3 und 4 sehen wir auch das Wort für in eine ähnliche Anwendung in Jesaja 43,3 und 4. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, der Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Also wir sehen die Ähnlichkeit diesen Versen. Gott hat diese andere Völker gestraft anstelle von Israel. Und so Gott hat unsere Strafe, also unsere Schuld auf Christus, und er trug die Strafe an unserer Stelle am Kreuz Golgatha. Die Opfer im Alten Testament starben anstelle der Opfernden und waren Bilder von Jesus Christus. Als Christus gekreuzigt wurde, nahm er deine verdiente Strafe auf sich. Ja, Jesus Christus erstens schmeckte den Tod für dich, zweitens, er starb stellvertretend für dich, drittens, er hat Sühnung für dich bewirkt. Sühnung. Ja, 1. Johannes 2,2 lesen wir, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sühnung war notwendig, weil wir alle Feinde Gottes waren. Ja, Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Gott ist zornig gegenüber Sündern. Er liebt jeden Mensch, aber weil sie noch außer Jesus stehen, sind sie Feinde Gottes in ihr sündlichen Zustand. Johannes 3,63 am Ende lesen wir da, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Gottes Zorn bleibt auf den Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt. Und wenn du an Christus noch nicht geglaubt hast,
wir laden dich ein. Kehre dich zum Glauben an Christus Jesus heute. Melde dich, du kannst mich anrufen. Ich helfe dir, anhand Gottes Wort diese Entscheidung für Christus heute noch zu treffen. Ja, indem wir sein Blut am Kreuz, also indem er sein Blut am Kreuz vergossen hat, hat Christus die Sühnung bewirkt und die gerechten Forderungen Gottes vollständig erfüllt. Ja, deshalb kann Gott durch Gnade alle unsere Sünden vergeben und uns zu seinen Kindern machen. Römer 5,1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wunderbar. Jesus hat Sühnung für dich bewirkt durch seinen stellvertretenden Tod. Ja, wir haben gesehen, erstens, er schmeckte den Tod für dich. Er starb stellvertretend für dich. Er hat Sünden für dich bewirkt. Und viertens, Jesus Christus machte Errettung für dich möglich. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Ein Retter, das heißt ein Heiland, einer, der uns errettet hat, der uns bewahrt. Errettung ist also die Erlösung von dem ewigen Tod und das Geschenk des ewigen Lebens. Errettung geschieht in dem Moment, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dann wirst du in dem Moment errettet, in dem Moment wiedergeboren vom Heiligen Geist, in dem Moment, wo du an Christus Jesus glaubst. Und diese Errettung schließt alle Handlungen Gottes wie Rechtfertigung, Erlösung, Versöhnung, Zurechnung, also Vergebung, Heiligung und Verherrlichung ein. Alles in diese Werken sind mit in diese Bekehrung zum Herrn, zum Glauben an ihn, wenn er dich errettet, erlöst, also eingeschlossen. Unsere Errettung ist eine vollendete Sache. Lesen wir in Römer 8, Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Also Errettung ist vollendet, abgeschlossen. Wir sind in ihm errettet. Und dann noch ein paar Punkte. Jesus Christus durch seinen stellvertretenden Tod kaufte dich von der Sünde los. In 1. Timotheus 2, 5 und 6 sehen wir, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Ja, Lösegeld. Ja, Lösegeld war das Geld, das ausgegeben wurde, das bezahlt wurde, um einen Sklaven zu kaufen. Alle Menschen sind Sklaven der Sünde und unfähig, sich davon zu befreien. Johannes 8, 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht oder Sklave der Sünde. Es gibt 3 Worte in der Ursprache Griechisch, also die das Wort Verkaufen von Sklaven beschreiben. Also das heißt also, ein Sklave wird auf dem Markt gekauft, doch bleibt er aber ein Sklave. Also Sklave eines anderen Herrn in dem Fall. Oder er wird aus dem Markt herausgekauft, das heißt dadurch weiterem Verkauf entzogen, bleibt aber doch ein Sklave. Und ein dritter Gebrauch also von diesem Wort heißt, er wird gekauft und ihm wird seine Freiheit gegeben, geschenkt. Durch den Kaufpreis des Blutes Jesu
wurden wir erkauft und ganz und gar von der Herrschaft und Strafe der Sünde befreit. Wunderbar. Wir sind befreit von der Strafe der Sünde und von der Kraft der Sünde. Und lesen wir in 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst ja, dass ihr losgekauft worden seid aus eurem nichtigen Wandel mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, Erlösung. Die Erlösung ist eine vollendete Tatsache. Preist den Herrn dafür. Wir freuen uns über diese Erlösung. Und dann noch ein Punkt. Also was hat Jesus stellvertretenden Tod für dich bewirkt? Nochmal das durchzugehen. Also Jesus Christus schmeckte den Tod für dich. Zweitens, er starb stellvertretend für dich. Drittens, er hat Sünden für dich bewirkt. Viertens, er machte Errettung für dich möglich durch seinen Tod. Fünftens, also Jesus Christus kaufte dich von der Sünde los. Und zum Schluss hier, Jesus Christus befreite dich von der Herrschaft der Sünde durch seinen Tod. Römer 6,6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja, er hat dich befreit von der Herrschaft der Sünde. Er rettete dich an dem Tag, wo du zu ihm gekommen bist, von der Strafe der Sünde. Heute rettet er dich von der Kraft der Sünde. Und wenn du in den Himmel kommst zu ihm, dann rettet er dich von der Gegenwart der Sünde. Und wir sehen also das Wort hier, wir wissen also, dass er uns errettet hat aus dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist in Römer 6,6. Also alter Mensch bedeutet nämlich abgenützt und jetzt nutzlos. Der alte Mensch ist nicht die sündige Natur, sondern die Person, die du und ich waren vor unserer Bekehrung zum Herrn. Also 2. Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, die sündige Natur ist immer noch bei mir und bei dir, aber wurde außer Wirksamkeit gesetzt. Was heißt das? Ja, die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Du musst nicht sündigen. Ich muss nicht sündigen. Wir müssen nicht. Wir leben nicht unter der Herrschaft der Sünde. Wir leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes in uns wohnen. Und die Herrschaft der Sünde durch Bekehrung zum Herrn ist gebrochen und wir sind befähigt worden, durch Glauben für Gott nun zu leben. Du kannst dem Herrn gefallen. Du kannst Versuchung widerstehen. Du kannst also zur Ehre Gottes denken, reden und handeln. Was unmöglich war, als du noch ein Feind Gottes warst, jetzt bist du nicht nur Freund Gottes, du bist ein Kind Gottes, ja, ein Sohn, ein Miterbe mit Jesus Christus. Und du bist jetzt in der Lage, in der Gerechtigkeit in Christum Jesum, dem Herrn zu gefallen. Dem Herrn zu gefallen in dein Denken, in dein Reden, in dein Handeln, in jeder Hinsicht. Möge der Herr uns damit ermutigen an diesem Karfreitag. So der Herr will, treffen wir uns, sehen wir uns nicht, aber treffen wir uns am kommenden Sonntag. Christus ist gekreuzigt worden, aber Sonntag kommt. Also die Auferstehung kommt. Christus ist auch auferstanden. Das feiern wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Wir hoffen, dass du bei uns bist. Einen schönen Tag wünschen wir dir im Herrn, wenn wir daran denken. Dank dem Herrn, dass er für dich, für mich zum Kreuz gegangen ist und freue dich,
dass auch auferstanden ist. Einen schönen Tag wünschen wir dir im Herrn, dem Herrn befohlen.